Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers Erleuchtung im Westen aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, und in der 4. Episode gründen wir eine neue Kolonie. Und diesmal gründen wir Coelho in Südamerika. Ja, und dann schauen wir mal, was man uns dazu zu sagen hat. Den Ländern der Mayas fehlt nur eines: große, schöne Pyramiden. Coelho ist wie geschaffen, um Pyramiden zu erbauen. Die Mayas werden fraglos von der Pracht dieser majestätischen Bauwerke beeindruckt sein. Wahrscheinlich werden sie lernen wollen, selbst Pyramiden zu bauen, und vielleicht übernehmen sie sogar unsere Werte von Friede und Wissenschaft. Wie auch immer. Wenn die Mayas die wunderbaren Güter sehen, die von Atlantis kommen, werden sie zweifellos selbst welche wollen. Es wird jedoch gemunkelt, dass Ares in der Gegend gesehen wurde und einige Mayas zum Widerstand gegen uns aufhetzt. Hoffentlich machen Ares und die Mayas nicht zu viel Ärger. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Namen Die Pracht der Pyramiden. Und wir sollen in Coelho jede Menge Monumente bauen, nämlich ein kleines Himmelsmonument, ein Himmelsmonument und ein großes Himmelsmonument. Ja, eine reine Bauepisode, wobei wir wahrscheinlich Ärger bekommen von Ares und gegebenenfalls auch von den Mayas. Es scheint eine sehr interessante Episode zu werden und wir schauen uns mal die Karte an, wo wir unsere Kolonie Coelho gründen werden. Auch hier gehen wir wieder in den Pausenmodus und schauen uns die Karte in Ruhe an. Bei der Übersicht auf die Minimap. Ja, wir sehen hier großes, weites Land. Und wenn wir jetzt Richtung Osten gehen, haben wir hier auf einem Berg ein großes Vorkommen schwarzen Marmors. Gehen wir weiter Richtung Osten, haben wir hier einen Fluss. Okay. Dadurch haben wir eine sehr große Landmasse im Westen und eine relativ kleine Landmasse im Osten. Viel Gesteinsformation und Wald. Gehen wir wieder Richtung Norden. Ah ja, das sehe ich gerade, hier haben wir Silbervorkommen auf der östlichen Landmasse, hier auch. Ja, diese Silbervorkommen sind tatsächlich nur auf der östlichen Seite. So, wenn wir jetzt hier wieder Richtung Westen gehen, haben wir ein großes Band hier fruchtbaren Landes. Ja, das zieht sich hier tatsächlich so rum. Okay. Ja, eine große Karte. Hier haben wir den Immigrationspunkt. Ja, da können wir, glaube ich, gut unsere Stadt errichten. Ja, das sieht sehr gut aus. Dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. Also wir können auf jeden Fall gehobene Wohnungen auch errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir keine Farmen und auch keine Bauoption bei Land und Meer. Bei den Plantagen können wir nur Orangen kultivieren. Ja, und bei der Viehzucht können wir Wolle produzieren. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Sägemühle, die Münzerei und Schwarzmarmorwerkstätten. Ja, und produzieren können wir nur Skulpturen. Bei Vertrieb haben wir alle Möglichkeiten, Gesundheit und Sicherheit auch, bei der Verwaltung auch. Wir können hier in unserer Kolonie auch ein Hippodrom bauen, wenn wir wollen. Wir haben alle Bauoptionen bei der Wissenschaft, ja, und bei der Mythologie können wir den Garten der Demeter, die Oase der Aphrodite und die Säulen des Atlas errichten. Beim Militär können wir alle Befestigungen errichten. Und bei den Militärwerkstätten können wir den Fregattenhafen, den Pferdehof und die Wagenfabrik bauen. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Gott sei Dank Prachtstraßen und Alleen, das ist sehr gut. Bei den Erholungsgebieten haben wir auch jede Menge Möglichkeiten. Ja, und bei der Poseidon-Pyramide haben wir das kleine Himmelsmonument, das Himmelsmonument, das große Himmelsmonument und wir können einen kleinen Schrein für Atlas bauen. Ja, einiges, was wir errichten können. Natürlich werde ich auch den kleinen Schrein für Atlas bauen, also da
sollten wir wirklich alle Bauoptionen nutzen. Ja, und dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Coelho ist hier in Südamerika und unser nächster Handelspartner wäre Cacao, kauft Wolle und verkauft Orangen. Und Palanque in Mittelamerika kauft Olivenöl und verkauft uns Holz. Dann haben wir unsere Kolonie Biminis, kauft schwarzen Marmor und Olivenöl, verkauft uns Holz und Wein. So, dann haben wir unsere Heimatstadt Autoch, kauft Holz und Wolle, verkauft uns Marmor und Orchikal. Dann haben wir die Ozeaniden, fünfmal, kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Seeigel. Ziliof kauft Skulpturen, verkauft uns Seeigel und Orchikal. Jem kauft Marmor, verkauft uns Seeigel und Bronze. Dann auf der Hauptinsel haben wir Ampfer, kauft Weizen, verkauft uns Orangen, Holz und Rüstungen. Neusos kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft uns Orchikal und Skulpturen. Atlantis kauft Bronze und Orchikal und verkauft uns Olivenöl. Atium kauft Rüstung und Skulpturen und verkauft uns Weizen und Wein. Ja, und Diaprea kauft Marmor und verkauft uns Wolle und schwarzen Marmor. Gut, ja, wir können sehr gut schwarzen Marmor verkaufen, allerdings auch Wolle und Holz. Und wir könnten auch Skulpturen herstellen, um diese zu verkaufen. Also jede Menge, allerdings müssen wir Olivenöl einkaufen und wenn wir unsere Heiligtümer bauen, müssen wir auch entsprechend den Marmor einkaufen und auch Orchikal für unsere Monumente. Gut, ja, wir werden einen regen Handel betreiben müssen und doch eine recht große Stadt aufbauen. Diese Stadt werde ich wahrscheinlich hier aufbauen, auf diesem großen freien Baufeld. Hier haben wir den Zugang zu den Seerouten. Und hier haben wir das Vorkommen von schwarzem Marmor. Die Wege sind leider ein bisschen weit, aber das kriegen wir schon hin. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an und bauen unsere Stadt mal auf. Für den Stadtaufbau orientieren wir uns hier an diesen Hügel mit dem Schwarzmarmorvorkommen. Und zwar werde ich hier schon mal den Aufgang bauen. Denn hier werde ich die ganzen Werkstätten bzw. Steinmetzwerkstätten für den Schwarzmarmor errichten. Dann ziehen wir jetzt die Straße hier so runter. So. Und können jetzt hier entsprechend das erste Wohngebiet planen. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet an dieser Magistrale ausgerichtet. Ja, und wir haben eine klassische L-Form. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass wir natürlich auf der gegenüberliegenden Seite später das zweite Wohngebiet genauso aufbauen, dass wir hier so einen schönen Raum bekommen. Ich denke mir mal, hier werde ich meinen Stadtpalast bauen und dann im Anschluss hier unsere Tempel. Gut, ja, dann parzellieren wir doch schon mal hier. Das passt hier in der Mitte ja wunderbar. Ja. Dann eben so. Ja, und hier können wir auch schon Parzellen ausweisen. Gut, ja, wir brauchen nämlich jede Menge Bürger. Wenn wir jetzt hier mit unserer Entwicklung starten, Pausenmodus können wir jetzt aufheben. Bei Gewerbe noch schnell die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. Und dann warten wir mal auf unsere Bürger, die jetzt einwandern. Mal gucken, wo sie einwandern. Ja, das ist uns klar. Ah ja, da kommen sie von Westen her. Okay, müssen wir noch ein Stückchen gehen. Wir werden direkt mit der Nahrungsmittelproduktion dann beginnen. Wir können nur Orangen produzieren und dann auch die ersten Exportgüter, Wolle und Holz. Ja, und wir haben eine üppige Stadtkasse aus der 3. Episode mitgenommen. Da können wir erstmal richtig gut aus den Vollen schöpfen. Ja, das Wichtigste ist,
dass wir die Lagerhäuser gleich bauen, weil wir kriegen ja die Güter von Autoch, die wir in der letzten Episode ja extra für die Kolonie gesammelt haben. 48 Marmorplatten und 20 Krüge Olivenöl. Ja, und das Wichtigste ist, sobald wir den Marmor haben, dass wir das Heiligtum der Aphrodite bauen. Denn in dieser Episode ist Aphrodite tatsächlich die einzige, die sich gegen Ares behaupten kann. Und der wird uns tatsächlich hier öfters besuchen. Und wir haben ja keine Möglichkeit, uns gegen ihn zu wappnen, außer wenn wir Aphrodite in der Stadt haben. Gut, wir haben jede Menge Arbeitslose. Und wir haben 100 Personen in unserer Kolonie Coello. So, dann beginnen wir mit der Nahrungsmittelproduktion, Orangenplantagen. Da bauen wir mal direkt, ja, 4 Stück müssen wir schon bauen. Hier ein bisschen Wald mal wegnehmen. Und dann können wir die Orangenbäume setzen. Ja, hier beginnt es. So, dann brauchen wir natürlich einen Architekten und eine Sperre. Ja, bis unsere Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, dauert das ein bisschen. Unsere Orangen werden ja auch erst im November geerntet und wir haben jetzt erst Mai. Haben wir denn noch ein paar Arbeitslose? Ja, super, dann können wir nämlich schon das Silo bauen. Das passt nämlich hier hin. Und dann bauen wir Warenlager. 2 Stück. So, das wird hier Olivenöl annehmen und Marmor. Und dieses hier wird entsprechend nochmal Marmor annehmen. Und dann brauche ich noch 2. Nämlich für die Wolle. Und auch später für den schwarzen Marmor. So, da haben wir hier schon mal unser Lagerzentrum. Dann bauen wir die Straße so. Und dann bauen wir, wir müssen noch einen Architekten errichten. Der kann dann jetzt hier hin. So, dann müssen wir die Sperre hier hinbauen. So. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Aber wir haben jetzt wenigstens unsere Warenlager. Ja, und sobald die Warenlager in Betrieb sind und wir den Marmor von Autoch bekommen, beginnen wir mit dem Bau des Heiligtums für Aphrodite. Ja, wir können auch noch den Garten der Demeter und die Säulen des Atlas bauen. Den Garten der Demeter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Allerdings die Säulen des Atlas wäre schon gut mit den ganzen Monumenten, die wir errichten müssen. Da hilft Atlas ja doch schon ziemlich. Auch das Heiligtum werden wir nachher bauen. Was wir jetzt allerdings bauen, ist auf jeden Fall eine Klinik. Die kommt hier hin. Und dann werden wir das Lohnniveau mal schnell auf hoch stellen. Gut, ja, wir müssen jetzt tatsächlich warten, bis die ersten Nahrungsmittel im Silo sind. Ja, und wir bekommen auch schon die Mitteilung, dass Autoch den Marmor uns schenken möchte. 48 Marmorplatten nehmen wir an. Jetzt haben wir ihn. Jetzt sollten wir sofort anfangen mit dem Heiligtum der Aphrodite. Ich habe das hier schon ein bisschen angezeichnet. Und zwar so bauen wir ihn. Ich bin Demeter. Wer mich verehrt, dem werde ich fruchtbare Felder schenken. Ja, hier bauen wir kein Heiligtum, sondern für Aphrodite. Oh, das ist verkehrt rum. Mach mal weg. So, dann bitte drehen. Sehr gut. So, diese Straße nehmen wir weg und steuern unsere Elefanten nämlich hier diesen weiten Weg an. So, das passt besser. Kunsthandwerkergilden setzen wir jetzt hier hin. Da werden wir die Sperre hier so setzen für den Architekten.
Ja, der Marmor reicht, den wir geschenkt bekommen haben. Wir brauchen 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. So, da geht's schon los. Das ist gut. Ja, und es ist November. Unsere Orangen werden jetzt bald geerntet. Das ist auch gut, damit wir Holz produzieren können. Ja, wir werden jetzt erstmal unsere Stadtkasse ganz schön schröpfen, weil wie gesagt, Ares wird uns bald angreifen und bis dahin muss das Heiligtum fertig sein. Lohnniveau nochmal auf sehr hoch, bringt zwar nicht sehr viel, aber egal. So, die ersten Orangen sind in den Landarbeiterlager. Ja, endlich werden die Nahrungsmittel zum Silo gebracht. Schnell auf der Agroar den Lebensmittelhändler aufbauen. So, und jetzt kann die Entwicklung tatsächlich weitergehen. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass Tetskuk entdeckt wurde, wenn das richtig ausgesprochen ist. Ja, und wir kriegen auch das Olivenöl jetzt von Autoch später. Das Warenlager ist jetzt voll mit Marmor. Da müssen wir hier das Olivenöl annehmen lassen. Okay. Ja, und Biminis zahlt den Tribut. Mit dem Wein können wir im Moment nichts anfangen. So, Marktfrau ist schon auf dem Weg, sehr gut. So, wir könnten Neusos mal fragen, ob sie uns Skulpturen geben. Das ist nett. Dann werden wir die auch annehmen. Hier, wo der schwarze Marmor eingelagert wird, können wir jetzt erstmal Skulpturen annehmen. Ach, das läuft ganz gut. Wir brauchen allerdings jetzt bald Holz. Ja, aber die Entwicklung geht jetzt weiter. Nahrungsmittel kommen. Ja, das muss jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag gehen. So, wir können das Olivenöl annehmen. Wir haben ja Gott sei Dank doch eine gute Stadtkasse. Weiterhin. So, wir bauen jetzt, wie sieht es aus? Wir haben immer noch so viele Arbeiter, die wir brauchen. Oder kaufen wir das Holz jetzt erstmal ein für unser Heiligtum? Ja, nochmal ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Tetsku direkt bei uns in unmittelbarer Nachbarschaft als Rivale besteht. Braucht Rüstung und produziert Weizen und Olivenöl. Okay. Ich suche aber jemanden, der mir Holz verkauft. Palankwe würde Olivenöl kaufen und verkauft uns Holz. Ja, aber dafür jetzt extra ein Pier bauen. Ja, wir brauchen aber jetzt hier das Holz. Ah, das ist doof. Okay, das machen wir jetzt sofort anders. Dann müssen wir jetzt... Ja, Moises gibt uns die Skulpturen. Nehmen wir an. Vielen Dank. So, dann brauchen wir jetzt schnell das Pier von Palankwe. Oder... Nee, der Arbeitsmarkt sieht immer noch schlecht aus. Okay. Dann Palankwe. Ach, das ist ein Handelsposten. Alles ja wunderbar. Den setzen wir hier hin und kaufen jetzt das Holz schnell ein. So. Okay. Ja, das passt natürlich gut. 6 Skulpturen brauchen wir. Haben wir auch geschenkt bekommen. Oh, Gott sei Dank. So, wo bleibt unser Händler von Palankwe? Da ist er. Na, bereit für Gesellschaft? Eine feindliche Armee ist auf dem Weg. Gut, dann direkt Holz einkaufen. Ja, und jede Menge an neue Bürger, die jetzt in unsere Stadt einwandern, Gott sei Dank. Dann bauen wir direkt auch schon hier die Bibliothek auf. Dann kann es nämlich direkt weitergehen. Die passt nämlich hier hin. Ach ja, toll. Tetsku beginnt eine Invasion in 3 Monaten. Naja gut, dann müssen wir uns freikaufen. Das gibt ja unsere Stadtkasse Gott sei Dank her. So, komm, ich brauche Holz. Das wird jetzt Gott sei Dank gerade eingekauft. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben?
So, wir haben genug Holz eingekauft, glaube ich. Und wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Kolonie. So, dann können wir das hier entsprechend wieder ausschalten. Ja, Stadtentwicklung ist gut. Danach die Nahrungsversorgung noch ein bisschen aufbauen. Und Kakal kauft mehr Marmor. Ja, das ist für uns jetzt nicht ganz so interessant. So, jetzt kann es hier weitergehen, Gott sei Dank. So, mittlerweile haben wir auch wieder Arbeitslose. Beginnen wir jetzt mal mit der Wollproduktion. Holz können wir uns jetzt noch ein bisschen warten. So, machen wir mal 2 Wollsammelstellen und dann können hier die Schafe hin. Warenlager haben wir, ja, ich weiß. So, einen Monat Zeit haben wir noch, bis wir angegriffen werden. Oh, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Ach ja, stimmt. Wir haben das Lohnniveau auf sehr hoch stehen. Das können wir mal auf normal stellen. So, das Tempelgebäude ist schon fertig. Sehr gut. Und auch die erste Skulptur wird zum Heiligtum gebracht. Ich hoffe, das passt noch. So, Tetzko beginnt die Invasion. Wir können uns mit 625 Drachmen freikaufen. Das ist gut, das machen wir. Invasoren bestochen, wunderbar. Ja, der Bau schreitet voran von unserem Heiligtum. Das gefällt mir gut. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, jede Menge neue Bürger. Passt denn das mit unserer Lebensmittelversorgung? Ja, gut. Dann beginnen wir mit der Holzproduktion. Die kommt hier hin. Lassen wir mal ein kleines Stückchen frei. So, 3 Sägemühlen und wir brauchen dafür natürlich auch noch ein Warenlager. Das kann tatsächlich dann jetzt hier hin. Oder bauen wir es hier hin? Bauen wir es mal so, oder? So, das ist jetzt hier für Holz. So, die Skulpturen sind alle gesetzt. Es fehlt nur noch der Altar. Haben wir denn genug Mitarbeiter? Ja, das sollte erstmal reichen. Wunderbar. Das Heiligtum der Aphrodite ist fertiggestellt, die erscheint schon und jetzt kann uns das erstmal egal sein, wenn Ares uns angreift. Wunderbar. So, dann geht's weiter. Wir sollten jetzt mal anfangen, auch wirklich etwas zu verdienen, indem wir unsere Exporte jetzt mal verkaufen. So, Holz haben wir jetzt schon hier. Wir können den Handelsposten von Palankwa abreißen. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht, weil jetzt möchte ich gerne Holz verkaufen. So, Neusus ist interessant. Kauft nämlich Holz und schwarzen Marmor und wir können auch Rekal und Skulpturen dort kaufen. Also das ist jetzt erstmal entsprechend das erste Pier, was wir bauen, und Kakal kauft mehr Skulpturen, okay. So, Neusus, wo bist du? Da.
So, und dann können wir Holz verkaufen und auch schwarzen Marmor. Damit beginnen wir jetzt gleich. So, schwarzer Marmor wird nicht so viel verkauft hier. Okay. So. Ja, Wolle haben wir leider noch nicht im Warenlager. So, die Kunsthandwerkergilden können wir erstmal abreißen. Dann haben wir nämlich wieder ein paar freie Arbeiter. Aber wir müssen ja noch den Wollhändler hier auf der Agora bauen. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen! So, und dann ist es tatsächlich soweit. Ares greift uns an. Wir schauen mal wo. Da ist er und dann erscheint auch sofort Aphrodite. So, Giminis zahlt leider ein Tribut. Damit können wir nichts anfangen. Hallo Aphrodite, würdest du bitte... Ja, danke. So, und da sind nämlich auch schon die Spartaner, die ja im Gefolge von Ares sind. Und das ist echt gemein, wenn man niemanden hat, der uns gegen Ares und seine Armee stützt. So, Aphrodite schlägt Ares mit links. Wunderbar. Und auch die Spartaner ziehen ab. Ja, vor Ares brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Das ist gut, Gott sei Dank. So, die erste Wolle ist im Warenlager, sehe ich gerade. Wunderbar. Dann kann die Entwicklung jetzt auch weitergehen. Wir beginnen jetzt mit der Produktion von Schwarzmarmor. Ja, und wenn dann unsere Wirtschaft floriert, bauen wir noch das Heiligtum für Atlas. Ja, und dann können wir anfangen, unsere ganzen Monumente zu errichten. Ja, wunderbar. Da entwickeln sich unsere Wohngebäude weiter. So, ja, und ihr wisst, sobald wir das erste Heiligtum haben und wir Viehzucht betreiben können, ab und zu mal nach unseren Herden schauen. Da sehe ich nämlich gerade einen Priester, der gerade wieder ein Opfertier geholt hat. So, wo bleiben denn jetzt hier meine neuen Bürger? Da kommen sie, das ist sehr gut. So, wir beginnen jetzt mit der Produktion von Schwarzmarmor. Das würde ich jetzt hier entsprechend aufbauen. Und ich würde sagen, wir bauen mal 3 Schwarzmarmorwerkstätten hier auf. So, ja. Und dann brauchen wir natürlich noch den Architekten. Der kann dann, machen wir es mal so. Gut, und dann kann die Sperre hier hin. Warum hier hin? Hier werde ich nachher die Universität und auch die Erfinderwerkstatt bauen. Dann können wir das direkt entsprechend mit kontrollieren. So, das passt. Ja, wir haben sogar noch ein paar Arbeitslose. Dann bauen wir noch eine 4. Ja, als nächstes müssen wir natürlich weitere Wissenschaftler unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Und da sehe ich gerade, dass ich das verkehrt gebaut habe hier. Weil hier soll das Labor hin. Wir fangen mit dem Labor tatsächlich an. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir reißen das hier ab. Dafür parzellieren wir jetzt das hier. So. Da passen doch 3 hin, oder? So, und dann kann die Erfinderwerkstatt... Quatsch, das Labor natürlich hier hin. Das passt doch. So, oder? Dann müssten wir hier noch die Allee bauen. Und zwar so. Ja, warum geht das nicht? Ah, okay. Das geht deswegen nicht, weil ich hier schon die Allee habe. Okay, und wir haben 1000 Einwohner in unserer Stadt. Dann kommt dann jetzt hier eine Bank hin. So. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt natürlich
die Erfinderwerkstatt. Wie ich ja eben schon gesagt habe, würde ich die jetzt hier errichten. So, und dann kann der Architekt nämlich hier noch entsprechend kontrollieren. So, dann würde ich auch jetzt meinen Stadtpalast bauen wollen. Der kommt hier hin, genau in diese Ausbuchtung hier. Da passt er hin, nämlich genau so. Noch ein bisschen schön machen, ja. Ne? Sehr gut, dann kann das so gebaut werden. So. Sehr schön. Dann können wir hier noch die Allee bauen. Dann kann man das hier miteinander verbinden. So. So, der Architekt, schafft er das alles? Ja, das sollte er eigentlich schaffen. Ja, wir müssen ja eigentlich nur hier entsprechend mit dem Architekten hin. Der muss ja jetzt nicht einmal hier drumherum gehen. Dann sollte das eigentlich passen. Dann können wir auch die Steuern erheben. Das passt hier hin. Das Steuerbüro. Und dann haben wir nämlich hier Platz noch für das Observatorium. Ja, und dann ist das nämlich hier komplett gefüllt, das Stadtgebiet bzw. Wohngebiet. Ja, das Geld rauscht hier so raus, stelle ich fest, aber egal. So, wir können auch Wolle verkaufen. Und wir sollten unsere Nahrungsmittelproduktion weiter im Auge behalten und schon wieder beginnt Tetzko eine Invasion in 5 Monaten. So, ich sehe, der erste schwarze Marmor wird zum Lagerhaus gebracht. Gut. So, wer kauft denn noch Wolle? So, Biminis kauft noch schwarzen Marmor, das ist gut, und Olivenöl. So, und Kakal kauft Wolle. Da könnten wir auch noch Orangen kaufen. Okay. Fünfmal kauft schwarzen Marmor, das ist gut. Das ist uninteressant, das ist auch. Also fünfmal könnten wir noch bauen für schwarzen Marmor und Biminis. Und Kakal kauft Wolle. Gut, also Kakal ist ja ein Handelsposten, kein Pier. Okay, dann bauen wir doch schon mal von Kakal. Wo ist er? Dort. Er passt hier hin. Und dann verkaufen wir mal etwas Wolle. Viel ist es nicht. So. Ja, und zur Not können wir dann entsprechend auch noch Orangen einkaufen. So, Arbeitsmarkt sieht gut aus. Weitere Wollsammelstellen sollten wir bauen. So, und den Handelsposten von Biminis. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig werden hier. Weil hier passt überhaupt kein Pier mehr hin, oder? Passt hier noch ein Pier hin? Nee. Oh je. Ich glaube, das ist das nächste, was wir hier entsprechend errichten können. Oh je. Okay. Den Wald muss ich jetzt hier leider wegnehmen. Ihr müsst woanders hin. So, Biminis haben wir hier. Passt hier hin. Oh Gott, ist das weit weg. Und die Straße können wir rüberführen. Ah, das passt. Das ist gut. Dann brauchen wir aber hier definitiv einen Architekten. Dann können wir jetzt hier auch entsprechend den schwarzen Marmor verkaufen. Oh, hier wird viel verkauft. Das ist gut.
So, und wir brauchen natürlich auch noch jetzt einen Handelspartner, der uns den Marmor verkauft, wenn wir die Säulen des Atlas bauen wollen. Ja, unsere Heimatstadt Autoch. Da können wir auch noch Holz und Wolle verkaufen. Sehr gut. Wo können wir denn hier noch ein? Hier. Oh, das wird immer weiter weg. Das passt nicht. Nee, das passt auch nicht, ne? Ach, schade. Na, auf der anderen Seite bringt es uns nicht viel. Ja, dann muss es hier hin. So, und dann können wir hier eine Sperre setzen. So, und wir kriegen eine Forderung von Tetzko. Und zwar Drachmen. 1618 Drachmen. Ja, die sollten wir tatsächlich losschicken, weil wir uns momentan noch nicht gegen Tetzko wehren können. Und vielleicht schaffen wir das ja dadurch, eine Invasion zu verhindern. So, wir verkaufen jetzt hier noch Holz und Wolle. Jeweils immer 6 Einheiten und hier auch nochmal 6 Einheiten. So, ja, Biminis, mit deinem Wein können wir nichts anfangen, das tut mir furchtbar leid. So, wir brauchen weitere Holzfäller. Dann können wir hier noch, Moment, ich wollte hier eine Straße runterbauen, nämlich so. Dann haben wir nämlich hier noch jede Menge Platz für weitere Gewerbestätten. So, dann nochmal 2 Sägemühlen und Wollsammelstellen brauchen wir definitiv noch. Nochmal 2. Ich glaube, schwarzen Marmor produzieren wir jetzt im Moment genug. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt keine zusätzliche Werkstatt zu bauen. Ja, gerade das Geld dem Rivalen in den Hals geschoben, müssen wir uns jetzt entsprechend wieder freikaufen mit 3000 Drachmen. Oh wow, das ist echt viel Geld, was hier weggeht, aber es bleibt nichts anderes übrig. So, Nahrungsmittel reichen auch nicht mehr. Oh Gott. Weitere Orangenplantagen bauen wir. Ja, das ist nett, dass Tetzko uns mehr schätzt. Haben wir auch genug Geld jetzt ausgegeben für dich. So, jetzt sollten wir die Entwicklung weiter starten. Ja, wir haben noch etwas an Arbeitslosen. Ja komm, bauen wir schon mal das zweite Silo auf. Wer mich verehrt, dem werde ich beim Bau mächtiger Gebäude helfen. Ja, Atlas. Dein Heiligtum möchte ich auch gerne bauen, aber dafür muss ich jetzt tatsächlich erstmal eine gut funktionierende Wirtschaft hier haben. Olivenöl könnten wir jetzt unseren Bürgern auch zur Verfügung stellen. Ja, ich baue dann doch noch 2 Marmorwerkstätten auf. Das sollte dann allerdings reichen. Na, dann bauen wir da mal so einen Loop. Ich glaube, das ist besser. Ja, komm, dann bauen wir jetzt hier noch eine auf. Aber dann sollte es auch wirklich reichen, was schwarzen Marmor betrifft. So. Ja, super. So kann es jetzt erstmal bleiben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir immer genug Wolle auch für unsere Stadt haben und nicht alles entsprechend verkaufen. Und wir sollten einmal einen Blick auf die Gefahren
schauen, ob hier wirklich alles in Ordnung ist. Na, das sieht nicht so gut aus hier. Das habe ich mir fast gedacht. Ich würde jetzt tatsächlich hier Sperren bauen. Dann würde ich hier noch einen Architekten errichten wollen. So. Ja, das sollte jetzt eigentlich passen. Und dann unsere Silos sind hier nämlich in Gefahr. So, ja, das sieht jetzt besser aus. Ja, okay. Wir können unsere Heimatstadt Autoch mal fragen, ob sie uns Marmor geben. Das tun sie, dann sollten wir das auch machen. Ja, hier kann Marmor angenommen werden, das passt. So, wie viel brauchen wir für Atlas? 25. So, dann kaufen wir hier schon mal den Marmor ein. Ja, Nahrungsmittel ist jetzt wirklich ein Problem. Eine Orangenplantage können wir noch hier bauen, ne? Ja. Ja, wir haben August und keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. So, Ampfer verkauft ja auch Orangen. Oh, die können uns noch Nahrungsmittel geben. Das ist nett. Wir sind jetzt zwar gleichgültig. Okay, komm. Kriegen sie mittleres Geschenk. Drachmen. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen. Ja, und wieder greift Ares uns an, aber dank Aphrodite. Oh, ja. Ares hat den Drachen entsprechend losgehetzt, der jetzt uns tyrannisiert. Das ist auch nicht nett. Wo ist denn der Drache? Ah ja, hier, wo unser Silbervorkommen ist, ja. Das stört uns jetzt nicht so sehr, es sei denn, wir möchten Silber abbauen. Okay, mit dem Drachen können wir jetzt auch die Heldenhalle des Jason errichten, um den Drachen zu beseitigen. Aber das ist es erstmal für uns nicht so interessant. Ja, und ich glaube, Aphrodite kümmert sich um Ares. Das ist gerade nicht, wo sie sind, aber das ist auch jetzt nicht ganz so dramatisch. So, Autoch gewährt uns nochmal 12 Marmorplatten. Sehr schön. Ampfer dankt für das Geld. Gut. So, wir haben wie viel Marmor? 20. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Oh ja, Wolle haben wir jetzt auch schön viel in dem Warenlager. Damit können wir unsere Exporte gut bedienen. Das gefällt mir. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die Nahrungsmittel, die uns fehlen. 12 Stiegen Orangen kriegen wir nochmal von Anfang. Nehmen wir an. Oh Gott sei Dank. Also wir haben zwar jetzt November, jetzt wird geerntet, aber das ist natürlich schlecht, wenn wir jetzt hier eine Rückentwicklung hätten. So, mittlerweile haben wir 31 Marmorplatten. Wir können anfangen, das Heiligtum für Atlas zu bauen. So, das Heiligtum für Atlas bauen wir genau gegenüber von dem Heiligtum der Aphrodite. So, und dann gucken wir mal. Ja, es ist ein relativ großes Bauwerk und es ist aber genauso breit wie das Heiligtum der Aphrodite.
So, dann können wir es so platzieren. Es ist ja so ein tolles Heiligtum, wo man nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ich hoffe, ich habe es mal richtig gebaut. Ansonsten ist es auch egal. So, dann brauchen wir wieder die Kunsthandwerker-Gilden. Die können jetzt wohin am besten? Na komm, dann bauen wir sie hier hin. Ja, das ist mir klar. Wie viel brauchen wir denn? Eine. Naja, gut. Wir haben hier noch ein bisschen Potenzial. Wir haben ja auch schon die ersten Denkmäler. Dann würde ich nämlich jetzt hier ein Denkmal mal hinsetzen, damit sich die auch entwickeln. Zack. So schnell geht das. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung, aber da kommen jetzt wieder Orangen. Ja, Bimines, es tut mir sehr leid. Mit deinem Tribut können wir nichts anfangen. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, Demeter, da hast du vollkommen recht. Aber unser Volk wird mit Orangen entsprechend versorgt hier. Ja, wir brauchen natürlich Skulpturen. Wir brauchen Gott sei Dank nur 4 Skulpturen, aber Neusus gewährt uns jetzt bestimmt keine Skulpturen mehr. Das glaube ich weniger. Erfreut? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das heißt, wir müssten unsere Skulpturen selber herstellen, was aber nicht ganz so schlimm ist, weil wir können sie auch gut verkaufen. Dafür brauchen wir allerdings Bronze. Jem ist tatsächlich der einzige Handelspartner, der uns Bronze verkauft. Auch nicht viel, 12 Barren im Jahr. Ja, und Atium zum Beispiel kauft Skulpturen, aber auch Ziljuf. Also von daher können wir die Skulpturen wirklich gut verkaufen. Das heißt, wir brauchen definitiv das Pier von Jem. Da ist es, ja, und wir haben hier wirklich ein Problem. Wir wissen nirgendwo unsere Piere aufzubauen. Wir müssen immer weiter hier von der Stadt entfernt unsere Piere aufbauen. Oh, das macht natürlich lange Wege, aber so ist es nun mal halt. So, dann könnten wir den Architekten aber auch dann hier hinbauen und dann können wir den hier abreißen. So, dann kaufen wir Bronze ein. So, und dann bauen wir allerdings nur ein Bildhaueratelier. Ich glaube, das sollte reichen. Das könnten wir können das auch ein bisschen mitteln, oder? Ja, wenn wir die Skulpturen später nur verkaufen, dann können wir doch das hier hinbauen. Das sollte doch reichen. Und dieses Warenhaus nimmt ja die Skulpturen an. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wir könnten Jem noch mal fragen, ob sie uns Bronze geben. Na, leider nicht. Okay. Uns bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als unsere Skulpturen selber herzustellen. Okay. Für das Heiligtum des Atlas brauchen wir Gott sei Dank nur 4. Und das sollten wir uns aber, glaube ich, irgendwie finanzieren können, oder? Wir müssen allerdings nachher auch noch Olivenöl einkaufen. Olivenöl kaufen wir immer bei Atlantis ein. Ja, wir brauchen jede Menge neue Bürger. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir schon unser zweites Wohngebiet jetzt mal vorplanen. So, unser zweites Wohngebiet ist aufgebaut, natürlich genauso wie das erste. So, und dann parzellieren wir mal hier den inneren Bereich komplett. So, und eine Klinik bauen wir hier auch direkt schon auf. So.
Und auch auf der Agora direkt den Lebensmittelhändler. Im Moment haben wir ja relativ viel an Nahrungsmittel da, das ist gut. So, und hier möchte ich natürlich auch schon direkt die Steuern eintreiben. Ja, wir warten jetzt mal, dass hier wieder Bürger einziehen und unser Arbeitsmarkt sich etwas regeneriert. Wir können es auch nochmal auf Hoch stellen. So, ja, mittlerweile arbeiten auch schon hier unsere Bildhauer. Bronze ist eingekauft worden. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie wir es hier eingestellt haben. Und wenn wir unser Heiligtum gebaut haben, könnten wir hier noch ein Warenlager bauen, beziehungsweise wir brauchen gar kein Warenlager, weil wir die Skulpturen direkt verkaufen. Ja, aber ich denke mir mal, wir finanzieren im Moment uns ganz gut. Wir schauen mal auf die Finanzen. Naja, sieht doch nicht so aus. Also letztes Jahr haben wir ein fettes Minus gemacht, da haben wir aber auch das zweite Wohngebiet gebaut und bis jetzt sieht es auch eher negativ aus. Schauen wir mal. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, Demeter, da hast du recht. Unsere Silos sind alle leer. Wir produzieren aber gerade genug für die Bevölkerung. September, na, vielleicht sollten wir doch noch eine Orangenplantage bauen. Denke schon. Wo bauen wir die hin? Hier? Ja. Und dann noch mal ein paar Orangenbäume setzen. Ja, das mischt sich hier allmählich mit unseren Schafen. Oh, die erste Skulptur ist schon im Warenlager. Sehr schön. Tja, hier wird noch fleißig gebaut an unserem Heiligtum für Atlas. Ja, das dauert natürlich noch ein bisschen. So, aber ich glaube, wir können das Lohnniveau wieder auf normal setzen. Ja, da wandern ja noch weitere ein, das sollte nicht das Problem sein. In der Zwischenzeit verschönern wir mal wieder was. Wir haben zwar kaum Geld, aber das stört mich ja nicht. Hier muss aber eine Sperre hin. So, und hier müssen wir aufpassen, hier dürfen wir den Weg nicht drumherum bauen, weil wir hier unser Steuerbüro haben. Sonst geht der Steuereintreiber ganz andere Wege, deswegen kommen hier Säulen hin. So. Ja, Gott sei Dank, unsere Orangen werden wieder geerntet. Hier haben wir keine Nahrungsmittel mehr in der Agora. Jetzt wird es aber auch wirklich Zeit. Oh, Wolle haben wir mehr als genug. Wir könnten doch noch ein bisschen Wolle verkaufen. So, wir bauen aber jetzt noch das Pier von Atlantis. Das brauchen wir für das Olivenöl. Ja, mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Kolonie Coello und wir brauchen jetzt Holz für das Heiligtum. Ja, Biminis, es tut mir leid mit deinem Wein. Ja, uns fehlt Marmor. Aber es ist Januar, jetzt können wir neuen Marmor einkaufen. Ja, und unser Tempelgebäude wird gerade aufgebaut. Das ist gut. Was brauchen wir denn noch? 36 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 4 Skulpturen. Okay. Ja, Holz wird gerade wieder transportiert.
zum Heiligtum. Da sehe ich Marmor, der gerade kommt. Ja, doch. Und wir haben auch schon jetzt 3 Skulpturen. Ich denke, wir können jetzt bald unser Heiligtum fertigstellen. Ja, und ich stelle fest, dass Fifthmal ja auch noch schwarzen Marmor bei uns kauft. Dieses Pier habe ich noch gar nicht gebaut. Ach, das ist doch nicht schlecht. Dann würde ich jetzt hier im zweiten Wohngebiet schon mal die Bibliothek bauen. So, dann können die sich weiterentwickeln und dann können wir nämlich auch noch weiter schwarzen Marmor verkaufen. Ich glaube, das würde gar nicht so schlecht sein. Wir haben, glaube ich, mehr als genug, was wir produzieren. Und Tetsuko beginnt wieder eine Invasion in 5 Monaten. Okay, ja, dann müssen sie kommen. Aber ich sehe, dass unsere Stadtkasse wieder wächst. Das ist gut. Ja, der Bau dieses Heiligtums dauert wirklich sehr lange, weil wir diesen Marmor die ganze Zeit einkaufen müssen. So, was ist hier? Kein Olivenöl mehr. Ja, das weiß ich. Schnell hier Olivenöl einkaufen. Nicht dran gedacht. So, hier muss Olivenöl, das machen wir hier, ja, gefordert werden. Gut, dafür entwickelt sich jetzt dieses Wohngebiet hier. Das ist schon mal gut. Dann bauen wir hier auch direkt den Wollhändler noch auf, damit das hier etwas kompensiert wird. So, dann hoch. Ja, mit dem Pier hat sich jetzt erstmal erledigt. Da müssen wir erstmal warten, bis sich das hier wieder alles regeneriert hat. So, unser Olivenöl ist eingekauft. Da macht sich gerade schon der Karrenschieber auf den Weg, das Lagerhaus zu beschicken. Gott sei Dank. So, dann bauen wir doch jetzt schon mal das Pier von Fifthmal. Ach, schade. Ich dachte, das würde noch hinpassen. Okay, nochmal etwas weiter weg. So, Tetsuko fordert Drachmen 2091. Ja, müssen wir losschicken. Da habe ich, glaube ich, eine andere Nachricht noch weggeklickt. Ach so, ja, dass Tetsuko uns in einem Monat angreifen wird. Okay, dürfen wir auch nochmal zahlen. Ja, dein Wein brauchen wir nicht. So, dann können wir jetzt hier auch noch schwarzen Marmor verkaufen. Das ist auch nicht viel, ne? Na egal. So, das neue Jahr hat begonnen, Gott sei Dank, weil wir können jetzt endlich unser Marmor wieder eingekauft werden. Das fehlt uns nämlich jetzt hier. Ja, wir können mal überlegen, wie wir das dann hier später noch bauen. Also hier kommen ja auch noch Wohnhäuser hin. Das möchte ich mal eben schon mal parzellieren hier. So. Okay. Ja, den Weg werde ich später dann hier weiterbauen. Und ich möchte eigentlich gerne hier diesen Bereich mit den Heiligtümern und auch später den Monumenten mit einer Mauer einfassen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht als geheiligten Bereich. So, 3000 Drachmen müssen wir zahlen. Na gut. Das schöne Geld schon wieder weg. So, und das wird aber hier ein bisschen knapp werden, oder? Aber unser Marmor ist jetzt Gott sei Dank wieder da und das Olivenöl ist auch wieder bei unseren Bürgern angekommen. Tetsuko schätzt uns mehr, hast ja auch genug Geld gekriegt hier. So, oh, das geht's mit unserem Heiligtum Gott sei Dank mal weiter. So, endlich. So, jetzt können die Skulpturen gesetzt werden, hoffentlich, ja. Dann können wir nämlich die Skulpturen auch verkaufen.
So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Heiligtum richtig gebaut haben. Mal gucken, in welche Richtung gleich unser Atlas guckt, wenn die ersten Skulpturen aufgestellt sind. Ja, Glück gehabt. Die Figur guckt in die richtige Richtung. Das Heiligtum ist auch richtig ausgerichtet. So, alle Skulpturen sind für das Heiligtum aufgestellt worden. Dann können wir jetzt hier bei Kakal auch die Skulpturen verkaufen. Und dann können wir mal 4 Stück mal einladen. So, und hier würde ich jetzt keine Skulpturen mehr annehmen lassen. So, hier haben wir eine Rückentwicklung. Warum? Das hat auch im ersten auch geklappt. Na, gucken wir mal, da ist unser Wasserträger. Ach, warum geht ihr denn jetzt da wieder zurück? Ja, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Habe ich denn da irgendwas verkehrt gebaut? Ja, mittlerweile ist das Heiligtum für Atlas fertiggestellt und ich musste dieses zweite Wohngebiet tatsächlich komplett nochmal neu aufbauen. Da habe ich mich verzählt und dann passte es nicht mehr mit dem Brunnen. Jetzt sollte die Wasserversorgung auch wieder funktionieren. Ja, einmal verzählt, hat so eine große Auswirkung, aber jetzt sollte wieder alles passen. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, dass sich das hier alles wieder entsprechend regeneriert. Wir haben natürlich viel zu wenig Arbeiter, obwohl, ja, das sollte sich jetzt eigentlich auch wieder regenerieren. Ja, wir können jetzt anfangen, unsere Monumente zu bauen. Dafür werde ich aber hier meinen Bezirk mit den Heiligtümern noch ein bisschen verschönern, natürlich. Und zwar mit einer Prachtstraße. So, sie kann bis hierhin. Dann können wir auch jetzt hier eine Sperre setzen, weil hier muss tatsächlich kein Architekt hin. Das bauen wir so und so, ja, weil wir ja den Weg hier natürlich drumherum führen. So. Ja. So, oh, wir haben viel zu viel Olivenöl. Das war ja noch auch auf Olivenöl eingestellt. Nee, das habe ich so eingestellt, aber das hier brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. So, das kann jetzt die Wolle annehmen. Hier braucht, ups, da war aber eine Meldung gewesen. Moment, hier, die Wolle kann raus. Und hier können wir auch noch schwarzen Marmor annehmen. So. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Marmor, den wir noch verkaufen können, weil Marmor brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Jem kauft die restlichen Marmorplatten auf. Ja, das können wir so umstellen. Habe ich auch vergessen, hier entsprechend auszuschalten. Ja, egal. So, die Kunsthandwerkergilden könnten wir dort lassen oder wollen wir die irgendwo anders aufbauen? Ja, ich glaube, ich baue die hier auf. So, die können hier weg. Dann können wir hier nämlich noch weitere Wollsammelstellen und Orangenplantagen bauen. Ja, ich glaube, ein Bildhaueratelier können wir noch bauen. 12 Barren bekommen wir ja. Das sollte eigentlich reichen. Ja, bauen wir hier nochmal das zweite hin. So, beidseitig unserer Heiligtümer werden wir jetzt die Himmelsmonumente bauen.
Das finde ich spannend. Da machen wir aber hier eine doppelte Straße. Ein bisschen Platz müssen wir hier mal lassen. So, und dann beginnen wir mit dem kleinen Himmelsmonument. Ah ja, das ist ja reizend. So, das drehen wir mal. Wie bauen wir das denn auf? Passt denn dahinter das mittlere denn? Beziehungsweise das normale Himmelsmonument. Ja, das müsste eigentlich passen, ne? Vielleicht bauen wir erst das Himmelsmonument und passen dann das kleine daran an. So, passt denn dann das kleine dahin? Ja, doch, das passt, oder? Ja, das können wir so bauen, oder? Ne, machen wir zurück. Machen wir doch ein bisschen anders. Dann bauen wir das Himmelsmonument so hier dran. So. Kann die Straße so gebaut werden. Das sollte reichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was brauchen wir hierfür? 105 Platten schwarzen Marmor, 8 Ladungen Holz und 18 Ladungen Orchikal. Das müssen wir jetzt einkaufen. Ja, und durch Atlas haben wir jetzt 4 Kunsthandwerker. Ja, und da wird jetzt jede Menge schwarzer Marmor schon zu unserer Baustelle gebracht. Und wir können nachher auch nochmal Atlas fragen, dass er uns hilft. Ja, da haben wir jede Menge entsprechend an schwarzem Marmor schon im Lagerhaus. Olivenöl haben wir mehr als genug. Ja, der Marmor wird natürlich jetzt hier noch entsprechend verkauft, hoffe ich zumindest. Nahrungsmittel sieht auch gut aus. Im Moment sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ja, Orchikal müssen wir noch einkaufen. Bei Autoch können wir entsprechend noch Orchikal einkaufen. Da stellen wir halt mal auf 12 Einheiten. Sollte das irgendwo eingelagert werden? Ja, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann stellen wir hier dieses Warenlager auch noch für Orchikal ein. Wo ist es? Da. 12 Einheiten allerdings nur. So, und ich wollte ja hier diesen Bereich mit einer Mauer umfassen. Ja, und wir sollten hier tatsächlich eine Verbindung machen. Hier sollte das große Himmelsmonument hinkommen. Ja, das bauen wir dann so. Ein bisschen großzügiger. So. Da passt es doch dann jetzt gut rein, oder? So, ja, das passt. Dann würde ich nämlich hier so mittig das jetzt mal hier anschließen. Dann kommt hier ein Stadttor hin. Na. Dann können wir hier schon mal die Stadtmauer bauen. Das wollte ich ja gerne so schon mal vorplanen. Ja, das gefällt mir. So. Aber nur eine einfache. Hier bauen wir kein Stadttor auf. So, bis hier. Ach ja, das gefällt mir gut. So, dann haben wir unseren geheiligten Bezirk jetzt hier schon mit einer Stadtmauer eingefasst. Ja, und hier könnten wir noch eine Prachtstraße bauen. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt, ein Bildhaueratelier.
Oh, das reicht nicht mehr mit dem Architekten. Da müssen wir hier nochmal einen bauen. Das ist schade. Na, dann bauen wir sie direkt wieder auf. So. Ja, und hier müssen wir natürlich jetzt auch eine Sperre setzen, sehe ich gerade. So, ich war bei den Verschönerungen stehen geblieben. Hier kann auch eine Prachtstraße noch hin. So. Und dann können wir auch schon mal hier Denkmäler setzen. Hier kann ein Denkmal hin und hier. Sehr schön. So, Arbeitsmarkt. Ja, da können wir das Lohnniveau wieder auf normal stellen. Dann sieht das schon ganz gut aus. So, Aurikal ist auch schon im Warenlager angekommen. Schwarzer Marmor haben wir auch mehr als genug. Wir könnten noch etwas Wolle produzieren. So, und natürlich hier auch immer gucken, dass wir genug Schafe haben. Unsere Priester plündern ja hier unsere Herden. So, weitere Verschönerungen. Ach, ich liebe Verschönerungen. Hier passen große Obelisken hin. Ja, man könnte jetzt hier tatsächlich mal Atlas fragen, ob er uns hilft. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, das finden wir sehr gut. Ja, und da sind die 4 Steinlagen als Kern schon entsprechend versetzt oder gesetzt. Ja, und jetzt wird die Verschalung durchgeführt mit schwarzem Marmor und Aurikal. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Und immer noch kann Biminis uns keinen Wein geben, weil wir kein Warenlager dafür freigeschaltet haben. Und wir brauchen auch diesen Wein nicht. Es sei denn, das ist jetzt noch die große Frage, Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? wir würden noch die Heldenhalle des Jasons errichten, um den Drachen zu beseitigen. Jason braucht aber sehr viel Militär, nämlich Fregatten und auch Wagenlenker. Das heißt, wir müssten ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Allerdings haben wir jetzt noch jede Menge Zeit und wir haben auch noch jede Menge Potenzial, hier neue Bürger in unsere Stadt zu bringen. Die Wohngebiete können wir ja maximal noch ausbauen. Ja, ich denke mir mal, das wäre doch keine schlechte Idee, oder? So, für Jason könnten wir die Heldenhalle doch hier aufbauen, oder? So. Sieht das auch gar nicht schlecht aus. So, dann kriegst du auch noch eine Allee hier. Versorgt werden muss dieses Bauwerk ja nicht durch einen Architekten. So, und dann kriegst du auch noch ein paar Verschönerungen. Parkanlage einmal so rum. So, und wer will, kann natürlich bei dir auch noch auf einer Bank verweilen. So, und dann kriegst du auch noch eine Säulenhalde ringsherum und dann ist das doch wunderbar. So, was brauchst du? 3 Fregatten, 2 Wagenlenker, Kompanien, 64 Kisten Nahrung, 8 Pferde und 16 Amphoren Wein. Na gut. Dann würde ich sagen, wir können natürlich hier noch weiter
ausbauen, was Orangen und auch was die Wollproduktion betrifft. Holz produzieren wir mehr als genug und schwarzen Marmor auch. Dann beginnen wir doch jetzt das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. So, das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen werden wir hier auf der anderen Seite dieses Berges aufbauen. Hier. Wir haben ja hier auch nochmal ein großes Gebiet fruchtbaren Landes. Da könnten wir hier auch nochmal Wolle und auch Orangen produzieren. So, dafür müssten wir tatsächlich jetzt mal hier einen Weg drumherum bauen. Weil wir müssen ja Olivenöl und auch Nahrung entsprechend von unserer Stadt dorthin bringen. Und da geht es dann runter. So, und dann machen wir das doch so, dass wir hier auch das nochmal so rumbauen. So, dann sollten wir aber hier nicht vergessen, Sperren zu bauen. So, der Arbeitsmarkt, ja, das sollten wir noch ein bisschen weiterentwickeln, indem wir jetzt hier auch entsprechend im zweiten Wohngebiet das parzellieren. So, da wandern jetzt jede Menge neue Bürger ein. Das ist gut. Nahrungsversorgung sieht auch endlich mal gut aus. Ja, und hier, das sieht auch sehr gut aus. Gut, ja, dann werden wir mal hier rausgehen und dann brauchen wir natürlich hier unser Versorgungszentrum. Ja, und mitten beim Aufbau unseres Wohngebiets der gehobenen Wohnungen kriegen wir die Mitteilung, dass Tetsuko uns wieder angreifen wird in 5 Monaten. Naja gut, das sollen sie machen. So, ich habe jetzt hier schon angefangen, entsprechend die Warenlager zu bauen. Da machen sie auch schon unsere Karrenschieber auf den Weg. Hier dieses Warenhaus wird die Rüstungen holen und den Wein annehmen. Jetzt können wir die Tribute endlich annehmen. Ja, hier wird Olivenöl gefordert und hier die Wolle. Und hier müssen wir natürlich auch entsprechend Orangen fordern. Ja, 16. So, und hier können wir jetzt die große Agora aufbauen. Ja, das passt so. Dann machen wir das hier noch etwas anders, nämlich so. Okay, dann kann jeweils hier die Sperre hin und dann bauen wir hier einen Architekten natürlich. So. Und eine Sperre muss natürlich hier hin oder hier. Dann bauen wir sie hier oben hin. So, dann füllen wir das hier mal hoch. Wir brauchen ja nur ein kleines Wohngebiet. Das sollten wir aber entsprechend verschönern. Na. Okay. Hier brauchen wir einen Architekten. Der kann jetzt hier hin. Dann bauen wir hier wieder hohe Obelisken auf. So. Ja. Das passt. So, und dann können wir hier doch schon mal 2 Denkmäler aufbauen. Das habe ich ein bisschen doof gebaut, ne? Hier passt dann... Ne, hätten wir ein bisschen breiter machen müssen, oder? Weil hier in der Mitte passt jetzt nichts. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss das doch so bauen, ne? So. Und dann hier entsprechend die Allee.
So müsste das jetzt passen, oder? Ja, so müsste das tatsächlich passen. Gut, ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier entsprechend alle Güter aufgebaut sind, beziehungsweise wir können jetzt noch die Kultureinrichtungen bauen. So, dann können wir nämlich hier schon mal die beiden Bibliotheken bauen und wir bauen auch schon mal das Labor. Ja, das machen wir anders. Ach ja, ich weiß, in einem Monat und schon wieder fordert Tetsuko Drachmen. Okay, komm, kriegst du. Die Bibliothek bauen wir hier hin. So. So, jetzt können wir den Wein mal annehmen. Wunderbar. So, dann kann nämlich das Labor hier hin und das Observatorium kommt hier hin. So, und dann kann hier das Museum hin, das brauchen wir nämlich. Ja, und wir müssen hier natürlich jetzt eine Universität bauen. Die kann hier hin, ja, das passt. Und wir brauchen natürlich die Erfinderwerkstatt, die kommt dann jetzt hier hin. Ach, das sieht doch ganz gut aus, oder? Gut, ja, und sobald wir jetzt hier alle Waren haben, können wir entsprechend die ersten gehobenen Wohnungen etablieren. Ja, und Tetsuko beginnt die Invasion. Wir müssen 3000 Drachmen bezahlen. Okay, haben wir wieder gut hingekriegt. So, jetzt möchte ich aber die ersten gehobenen Wohnungen jetzt auch mal hier aufbauen. Mal gucken, ob das geht. Ja, das funktioniert. Wir brauchen Wolle. Okay, gut. Da kommt sie gerade. So, dann können wir eine noch setzen. Wunderbar. Und dann brauchen wir natürlich auch die Händler. Wobei jetzt noch nichts im Silo ist, wie ich gerade feststelle. So, dann brauchen wir auch den Waffenhändler und den Weinhändler. Ja, Waffen würde ich jetzt tatsächlich einkaufen. Ja, Ampfer würde uns die Rüstung verkaufen. Dann brauchen wir ein weiteres Pier, ne? Ja, aber ich habe überhaupt keinen Platz mehr hier für ein weiteres Pier, stelle ich fest. Tesco schätzt uns mehr, hast Geld bekommen. Oh, kriegen wir denn hier irgendwo noch ein Pier hin? Passt denn hier nicht noch eins hin? Das wundert mich doch schon. Ja, ich wollte doch meinen. So, dann können wir jetzt hier die Rüstungen einkaufen. Naja, Nahrungsmittel sind hier immer noch nicht angekommen. Habe ich das überhaupt eingestellt? Ja, habe ich schon eingestellt. Gut. Ah, oh, das Himmelsmonument ist fertiggestellt worden. Sehr gut. Moment, wir werden das eben noch einstellen, dass hier natürlich nur angenommen wird. Das hatten wir ja alles auf Holen gestellt. Deswegen kommt da auch nichts an. Okay. Ja, so sieht also unser Himmelsmonument aus. Okay. Wie eine Pyramide ohne Spitze, würde ich jetzt mal sagen. Dann können wir jetzt schon das kleine Himmelsmonument bauen. Das wollte ich jetzt so bauen. Dann kann es dann direkt weitergehen. So, Nahrungsmittelversorgung deutlich zu wenig. Das ist auch schlecht. Ja, ich würde jetzt hier noch entsprechend Orangenplantagen aufbauen. Ja, dann bauen wir jetzt hier auch noch Orangenplantagen auf. So, hier müsste das Museum reinpassen. Ja, das passt da rein. Gut.
Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, das werden wir gleich ändern. Jetzt bauen wir erstmal hier noch Orangenbäume auf. Und wir brauchen natürlich hier noch einen Architekten, das habe ich ganz vergessen. Der kann hier hin. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen! Ja, und wieder einmal Ares, der hoffentlich sofort von Aphrodite in die Flucht geschlagen wird. Jawohl. Ja, mit Aphrodite in der Stadt brauchen wir uns um Ares keine Sorgen mehr zu machen. So, und die ersten Waffen sind auch angekommen bei unseren gehobenen Wohnungen. Sehr schön. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch den Steuereintreiber. Der kann hier hin. Ja, und es mangelt an Nahrung. Wir brauchen mehr Orangen. Wir können allerdings bei Ampfer auch mal Orangen noch einkaufen. Ja, ich würde jetzt gleich noch hier an den Seiten jeweils gehobene Wohnungen noch aufbauen, aber ich möchte jetzt erstmal die Lebensmittelversorgung hier ein bisschen aufbauen. Gut, wir entwickeln mal das Wohngebiet hier weiter, indem wir das Labor bauen. So, dann brauchen wir allerdings hier auch noch mal eine Bank. So. Gut, das kann sich dann weiterentwickeln. Ja, was ich sehr interessant finde, ist, dass hier bei diesen Orangenbäumen keiner ist, der entsprechend diese kultiviert. Das finde ich sonderbar. Ja, dann baue ich jetzt hier auch noch mal Orangenplantagen auf. So, und nach unseren Schafen sollten wir auch noch mal gucken. Ja, okay. Ja, schwarzen Marmor haben wir jetzt mehr als genug. So, und im zweiten Wohngebiet brauchen wir jetzt auch den Ölhändler. Und dann kann sich dieses Wohngebiet auch weiterentwickeln. Wolle haben wir, aber Nahrungsmittel ist es tatsächlich noch ein bisschen problematisch. Ja, interessant. Hier sehen wir jetzt die Mitarbeiter der Landarbeiterlager von hier. Aber diese Bäume werden nicht kultiviert. Das ist ja dann irgendwie Blödsinn, oder? Gut, ich wollte aber noch hier die restlichen gehobenen Wohnungen bauen. Und wir haben mittlerweile schon 3000 Einwohner in unserer Kolonie. So, hier noch. Das reicht aber jetzt auch dicke. Weil für unseren Helden brauchen wir 2 Wagenlenkerkompanien. Ja, da hätte man eigentlich mit 4 gehobenen Wohnungen das schaffen können. Ja, also hier mit dem bin ich eigentlich nicht zufrieden. Das ist irgendwie Blödsinn, finde ich. Ich reiße das, glaube ich, wieder alles ab. So, wir könnten auch noch mal ein paar Wollsammelstellen bauen. Nummer 2. Gut, ja, und wir müssen ja auch noch die Kriegsfregatten bauen. Aber dafür würde ich jetzt erstmal hier unsere gehobenen Wohnungen ausbilden. Da können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. So, und dann kann sich das entsprechend weiterentwickeln. Die brauchen jetzt auch das Museum, glaube ich. Ne? Ja, und da warten wir noch einen Augenblick mit. Ach, ich hätte noch ein
entsprechendes Denkmal hier hinbauen sollen. Ich hoffe, es kommt gleich noch ein Denkmal. Ja, vielen Dank, dass wir jetzt wieder ein Zufriedenheitsdenkmal zur Verfügung haben. Darauf habe ich ja gewartet, um es hier entsprechend aufzubauen, damit sich diese Gebäude auch weiterentwickeln. So, wir können jetzt aber auch schon die Pferdehöfe bauen und die Wagenfabrik. Waffen haben wir hier und Holz auch und wir haben genug Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Oh ja. So, als erstes müssen wir Weizen einkaufen. Wo können wir Weizen einkaufen? Nein. Ja, wir brauchen tatsächlich noch das Bier von Artium, aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich habe auch noch nicht mal Platz für meine 3 Kriegsfregatten. Hier vielleicht noch. Ja, ganz weit weg. Naja, gut. So, dann kaufen wir Weizen ein. So, wir brauchen 2 Pferdehöfe. Die baue ich beide hier hin. So. Einmal. Und das zweite Mal. So, dann würde ich aber hier nochmal einen Architekten bauen. Ja, und dann ist das doch ganz gut hier aufgeteilt. Dann würde ich hier die Wagenfabrik bauen. Passt die hier hin? Leider nicht. Ach, das wäre schön, wenn sie dahin passen würde. Ja, dann bauen wir sie hier hin. Sehr gut. So, dann kann sich das ja auch weiterentwickeln. Wir bauen direkt schon den Wagenhändler. So, und sobald die ersten Pferde und auch Wagen zur Verfügung stehen, bauen wir das Museum und dann können sich hier die Gebäude weiterentwickeln. Und zwar so lange, bis wir unsere 2 Kompanien Streitwagenfahrer haben. Ja, unser kleines Himmelsmonument wird auch kräftig hier weiter gebaut. Jetzt auch wieder die 2. Etage schon. Ja, dann gucken wir mal, wo wir unsere Fregatten aufbauen. Wir brauchen ja 3. Ich glaube, hier passt auf jeden Fall eine hin. Ja. Muss ich leider hier ein bisschen Wald wegnehmen, das tut mir leid. So. Hier passt auch eine hin. Glaube ich zumindest. Nicht abreißen. Gucken wir mal eben. Ja, hier passt auch noch eine hin, hier passt keine hin. Okay, also hier passt auf jeden Fall noch eine hin. Ja, wir könnten hier noch eine Abkürzung bauen für den Weizen. So, wir nehmen wieder unseren Wein an. Wunderbar. Ja, im Moment läuft alles ganz gut. Unsere Baustelle hier wird kräftig mit Baustoffen versorgt. Auch unser kleines Himmelsmonument steht kurz vor der Vollendung. Da kommt die letzte Ladung schwarzer Marmor. Wunderbar. Auch dieses Monument ist endlich fertiggestellt. Dann können wir jedoch schnell noch mit der Straße schließen. So, und bevor wir jetzt das große Himmelsmonument bauen, möchte ich noch den kleinen Schrein für Atlas errichten. Der kommt hier hin. Denke mal so. Ja,
hier noch verbinden. Und dann müsste das große Himmelsmonument eigentlich hier doch gut hinpassen, oder? Ach ja, bestens. Ja, was brauchen wir denn für den kleinen Schrein des Atlas? 16 Platten schwarzen Marmor, eine Skulptur und 4 Ladungen Orchikal. Naja gut, das ist doch bestimmt schnell fertiggestellt. Ja, schauen wir mal ganz kurz hier bei dem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Da sind nämlich jetzt Streitwagen und Pferde schon auf der Agora. Aber unsere Gebäude können sie nicht weiterentwickeln, weil das Museum fehlt. Ja, das bauen wir jetzt. Das passt nämlich hier genau rein. So. Ja, die Sperren können natürlich hier weg. Die waren noch von unseren Orangenplantagen, was ja nicht funktioniert hat. Ja, das wird sich gleich ändern. Noch schnell hier Parkanlagen drumherum. So, und dann können die sich jetzt hier auch entwickeln. So, dieses Warenlager wird auch noch Wein annehmen. Wir müssen ja für unseren Helden entsprechend auch noch Wein zur Verfügung stellen. Ja, 12, dann machen wir mal lieber 16 Einheiten, denn hier haben wir auch nur auf 12 Einheiten das eingestellt. Das reicht dann nämlich nicht. So, da sehen wir schon, die gehobenen Wohnungen entwickeln sich weiter. Gut, so und dann kann jetzt hier auch entsprechend Pferdewagen zur Verfügung gestellt werden. Wir machen hier eben noch die Verschönerungen fertig, da sehen wir es schon. Da haben wir schon das erste Anwesen mit Streitwagen. Gut, dann hier noch Parkanlagen bauen. So, das müsste eigentlich reichen. Ansonsten bauen wir nachher noch hier ein paar Verschönerungen. Tja, und mit dem Bau des Museums hat sich hier auch unsere beiden Wohngebiete maximal entwickelt, also fast. Hier fehlt noch ein bisschen Verschönerung. Das ist sehr interessant, dass sie sich weiterentwickelt haben, obwohl hier noch keine Verschönerungen gebaut worden sind. Das können wir jetzt natürlich auch noch nachholen. Hier passen jetzt Parkanlagen hin. Das sollte eigentlich reichen. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich einen großen Bevölkerungsschub. Das heißt, wir werden die Nahrungsmittelversorgung nochmal richtig gut aufpimpen, denn wir brauchen auch für unseren Helden ja noch 64 Kisten Nahrung. Das sind 2 Silos voll. Ja, und die anderen Sachen, da werden wir uns jetzt noch mit beschäftigen. 16 Amphoren Wein brauchen wir. Okay, das haben wir jetzt eingestellt. Ja, hier die Kriegsfregatte ist fertiggestellt, da können wir die Mitarbeiter nach Hause schicken. Ja, und wir bauen direkt die nächste. Wir brauchen ja 3 Stück. Hier passt noch eine hin. So, dann sollten wir aber hier auch noch mal einen Architekten errichten. So, und um unsere Wohngebiete hier zu vervollständigen, bauen wir jetzt hier auch noch Observatoren. Die bräuchten wir zwar nicht, aber ich finde, das sollten wir doch jetzt hier noch errichten, wenn nicht gerade meine ganzen neuen Bürger hier einwandern. Okay, aber hier können wir das schon mal machen. Das passt nämlich noch genau dann jetzt hier hin. Ja, und Tetzko beginnt wieder eine Invasion in 5 Monaten. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Oh, das ist nett. Atlas hilft uns noch bei seinem Schrein. Ja, super. Jetzt haben wir den kleinen Schrein für Atlas fertiggestellt. Er guckt leider nicht dahin, wo er hingucken sollte, aber er guckt jetzt zu seinem Heiligtum. Das ist ja auch nicht schlecht, sondern können wir das hier noch entsprechend mit einer Straße verbinden. So, ja. Dann können wir das noch ein bisschen verschönern, oder? Blumengärten. Ja. So, und dann können wir hier noch Bänke bauen. Ja, sehr gut.
Ja, und jetzt können wir das große Himmelsmonument auch schon entsprechend errichten. Das braucht ja doch jede Menge an Ressourcen. Hier passt es doch jetzt ganz gut hin. Ja, das könnten wir so bauen oder... Ne, ich mache das anders. Hier eine Lücke rein. So. Dann passt es nämlich so hier rein. Das finde ich gut. So, und dann machen wir das auch mit der Straße hier auch schon zu. Gut, und dann kann das jetzt hier entsprechend auch errichtet werden. Nahrungsmittel sieht soweit ganz gut aus. Wir schauen noch mal ganz kurz zu unseren Schafen. Na, so viel fehlten jetzt doch nicht. Ja, ich glaube, wir kaufen noch mal bei Kakal Orangen ein. Da können wir ja nur 12 Einheiten im Jahr einkaufen. Tja, und jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja. Wir errichten nochmal Orangenplantagen. So, nochmal 4 Stück. Dann sollte es aber auch jetzt reichen. So, dann müssen wir jetzt hier so zwischen den Schafen natürlich wieder unsere Orangenbäume setzen. Ja, und ich sehe gerade, dass an unserer zweiten Kriegsfregatte auch schon gebaut wird. Wir gucken mal, wo wir noch die dritte aufbauen können. Ich glaube, hier müsste sie noch hinpassen. Gucken wir mal eben. Ja, hier passt sie hin. Gut, ja, dann können wir die auch schon bauen. Ja, und Tetzko beginnt die Invasion in einem Monat. Und Tetzko fordert Drachmen. 2183 Drachmen. Na gut, dann schicken wir die mal. Puh, das Geld geht hier echt weg wie nichts. So, wir können den Wein annehmen von Biminis. Da müssten wir den Wein eigentlich jetzt schon haben. Ja, haben wir schon. Super. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis hier endlich alle gehobenen Wohnungen mit Streitwagen ausgerüstet sind. Aber sehe ich gerade schon, wie wieder ein Pferd zur Wagenfabrik gebracht wird. Die Pferdehöfe haben alle Weizen, das funktioniert. Ja, und ich habe hier diese Straße noch gebaut, um hier diesen Umweg zu verhindern. Ja, und 3000 Drachmen dürfen wir nochmal zahlen, um die Invasion zu bestechen. Oh Gott. So geht das schöne Geld weg. So, das brauchen wir, glaube ich, hier nicht mehr. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz, was wir für das große Himmelsmonument brauchen. 220 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz und 33 Ladungen Orikalk. Ja, da haben wir noch einiges, was wir entsprechend bauen müssen. So, auch die zweite Kriegsfregatte ist fertiggestellt. Auch hier schicken wir die Mitarbeiter nach Hause. Ja, Tetzko schätzt uns mehr, kriegst ja auch jede Menge Geld. Ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose. Das können wir jetzt ein bisschen abmildern, indem wir wieder hier unsere Kriegsfregatten bemannen. Dann kann man das nämlich so ein bisschen hier kompensieren. Später können wir dann wieder das ausschalten, wenn wir andere Gewerbestätten aufbauen. Ja, und auch die dritte Kriegsfregatte ist fertiggestellt. So allmählich können wir die Ressourcen für unseren Helden Jason zusammenstellen. Tja, aber mit den Nahrungsmitteln, das wird noch interessant werden. Ja, Wolle haben wir jetzt relativ viel im Warenlager. Wir könnten doch mal Wolle verschenken. Ja, Autoch braucht Wolle. Könnten wir doch zum Beispiel etwas Wolle mal verschenken. Würde Jem uns den Seeigel schenken? Ja, das würden sie tun. Das ist doch nett. So, wer braucht denn noch Wolle? Ich glaube Kakal, oder? Ja. Die kriegen auch nochmal Wolle.
So, dann können wir bei Kakal nämlich gleich auch nochmal Orangen entsprechend fordern. So, hier in diesem Silo nehmen wir ja alles an, dann können hier die Seeigel gleich noch entsprechend aufgenommen werden. So, und auch fünfmal verkauft der Seeigel, können wir auch nochmal entsprechend fordern. Ja, und sie kaufen schwarzen Marmor, können wir schwarzen Marmor verschenken. Ja, können wir, ja komm, dann machen wir das noch. So, und dann würden wir jetzt nämlich hier Atlas fragen, ob er uns noch weiter hilft. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ah, vielen Dank, Atlas. Das ist doch sehr gut. Zack. Ja, jetzt kann wieder fleißig gebaut werden hier. So, Autoch, Dank für die Wolle. Gern geschehen. Und wir kriegen nochmal 18 Körbe Seeigel von jedem. Sehr schön. Ja, und auch fünfmal Dank für den Marmor. Ja, und mittlerweile haben wir auch die 2 Wagenlenkerkompanien zur Verfügung. Sehr gut. Das ist immer die Zeit, dass wir das Gewerbe für die Wagen ausschalten, damit wir jetzt die 8 Pferde entsprechend zur Verfügung haben. Ja, und wir brauchen jetzt tatsächlich 64 Kisten Nahrung. Ja, und auch Kakal, Dank für die Wolle. So, dann können wir hier bei jedem doch auch jetzt Seeigel einkaufen. 12 Einheiten. Und das Silo hier wird jetzt die Seeigel holen. Na, machen wir mal 16 Einheiten. So, es ist Dezember. Unsere Orangen werden alle geerntet. Ja, und das Warenlager ist wieder voll Wolle. Kakal ist erfreut, kriegt jetzt auch nochmal Wolle. Mittleres Geschenk und kann uns auch nochmal Nahrung geben. Denn wir haben mittlerweile schon 7 Pferde in den Pferdehöfen. Ja, wir brauchen jetzt tatsächlich Nahrungsmittel über Nahrungsmittel. Wir könnten natürlich jetzt alle hamstern. Aber ich hoffe mal, dass ich das jetzt so hinbekomme. Ja, und auch fünfmal gewährt uns nochmal Seeigel. 18 Stück. Ja, und wir kriegen wieder unseren Wein von Biminis. Nehmen wir an. Kakal dankt nochmal für die Wolle. Und gewährt uns auch nochmal Orangen. 6. Okay. Und damit haben wir jetzt tatsächlich alle Ressourcen für Jason. Wir können ihn rufen, Gott sei Dank. So, Nahrungsmittel sind alle weg, aber wir kaufen ja noch ein bisschen Nahrung wieder ein. Das sollte eigentlich jetzt nicht das Problem sein. Ja, und bei dem großen Himmelsmonument ist jetzt der Kern der ersten Etage fast vollständig aufgebaut. Wir können natürlich jetzt das Gewerbe wieder anschalten für die Streitwagen, weil wir können ja durchaus jetzt unsere gehobenen Wohnungen maximal weiterentwickeln. Ja, ich glaube, Orangen haben wir jetzt genug. Den Einkauf von Lebensmitteln stoppen wir jetzt mal. Auch bei jedem brauchen wir jetzt keine Seeigel mehr zu kaufen. Das Einzige, was wir noch kaufen müssen, ist Weizen. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Endlich ist unser Held in der Stadt. Ja, da kommt er. Ja, und nachdem Jason seine Heldenhalle für gut befunden hat, ist er jetzt auf dem Weg zum Drachen. So, auf seinem Floß ist er jetzt nun auf der anderen Landseite. So, dann erledige mal den Drachen. Okay, jetzt geht's los. Wunderbar, der Drache ist Geschichte und wir können jetzt mit der Silberproduktion beginnen. Bräuchten wir zwar nicht, wir verdienen jetzt richtig viel Geld auch mit unseren Exporten, aber wir haben noch jede Menge Arbeitslose. Was wir allerdings brauchen, ist eine Brücke, sonst können unsere Münzereien nicht arbeiten.
So, wo können wir eine Brücke bauen? Hier passt eine Brücke hin. So, dann brauchen wir aber hier eine Sperre. Gut, ja, dann füllen wir den Weg jetzt hier raus. Und dann bauen wir jetzt hier unsere Münzereien auf. Moment. Wenn ich jetzt hier noch einen Weg mache, 1, 2, 1, 2, na, dann machen wir es so. Okay, dann bauen wir mal hier 4 Münzereien auf. Dann könnten wir den Weg hier einmal so rumführen. So. Hier kann eine Sperre hin. So, und dann sollten wir den Architekten natürlich nicht vergessen. Der kann hier in die Mitte. Gut, wunderbar. Ja, wir können die Mannschaft der Kriegsfregatten jetzt auch wieder nach Hause schicken. Und dann hier auch nochmal Münzereien bauen. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier noch entsprechend bauen. Weil alles andere ist ja jetzt soweit entsprechend entwickelt und auch fertig. So, haben wir noch ein bisschen Kapazitäten hier. Wie gesagt, Nahrungsmittel haben wir jetzt endlich genug. Ja, und hier die erste Etage des großen Himmelsmonuments ist auch schon bald fertiggestellt. Ja, und solange hier unsere Baustelle noch aktiv ist, können wir auch unsere Stadt noch verschönern. So, wir bauen aber hier noch eine Universität hin, damit unsere Observatorien gut versorgt werden. So, haben wir denn noch Denkmäler? Ah ja, 2 Stück, die können nämlich hier hin. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den Verschönerungen unserer Stadt. Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dann können wir jetzt mal die Parkanlagen rumführen. Ja, und dann können wir doch noch hier eine Säulenreihe bauen. Ja, das sieht doch richtig schick aus. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Und schon wieder hilft Atlas. So, und schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder unseren Wein. So, dann bauen wir hier natürlich das genauso. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Okay, Atlas ist recht großzügig, das muss man sagen hier. So, ich denke, jetzt haben wir aber erstmal genug Geld ausgegeben für unsere Verschönerungen hier. Müssen wir ein bisschen Geld wieder verdienen. Ja, für unser großes Himmelsmonument brauchen wir immer noch 93 schwarzen Marmorplatten, 8 Ladungen Holz und 18 Ladungen Orikal. So, wie viel Orikal haben wir denn mittlerweile? 22. Dann brauchen wir keinen Einkauf mehr von Orikal. Das ist sehr gut. Das hilft nämlich jetzt unsere Stadtkasse wieder mal ein bisschen aufzufrischen. Ja, wir kaufen natürlich auch noch Rüstungen ein. Das stoppen wir jetzt auch mal. Weil dieses Warenlager hier alles gut gefüllt ist mit Waffen bzw. Rüstungen. Da brauchen wir jetzt bis zum Ende der Episode keine Rüstung mehr einzukaufen. So, hier ist auch eine Kriegsfregatte mit jeder Menge Mannschaft. Das können wir auch wieder ändern. Ja, mit dem Potenzial von Arbeitern bauen wir nochmal weitere Münzereien. So, jetzt haben wir aber auch wirklich genug. Ja,
so kann es tatsächlich bleiben. Wunderbar. Ja, und auch der Kern der zweiten Etage unseres großen Himmelsmonuments ist fertiggestellt. Ja, und endlich sind unsere Silos mal gut gefüllt. Oh. Ja, das ist schon ein toller Anblick hier mit unseren ganzen Münzereien, die jetzt hier in Betrieb sind. Das gefällt mir sehr gut und unserer Stadtkasse gefällt das auch. Sie wächst jetzt allmählich wieder. Wie sehen die Finanzen aus für dieses Jahr? Oh, letztes Jahr haben wir ein Minus gemacht und dieses Jahr haben wir auch wieder ein Minus gemacht. Puh. Dann hoffe ich mal, dass sich das noch ändert. Wir haben August. Ah nee, schon wieder beginnt Tesco eine Invasion in 5 Monaten. Okay, diesmal werden wir aber uns verteidigen. Ich habe keine Lust, denen wieder mein ganzes Geld in den Rachen zu stecken. Wir haben auch noch den Helden hier und wir haben jede Menge Wagenlenker. Denn ich befürchte, dass wir in 5 Monaten nicht unser großes Himmelsmonument fertiggestellt bekommen. Da müssen einfach noch viel zu viel Materialien geliefert werden. So, 1 Monat haben wir noch, bis Tesco uns angreift. Und Tesco fordert Drachmen, die verweigern wir jetzt mal. So, erstmal müssen wir hier unsere Standarten mal aufstellen. Ja, wir kriegen noch unseren Wein. Ja, ich würde jetzt mal hier unsere ganzen Soldaten aufstellen, auf dieser großen Fläche hier. Ich denke mal, dass sie hier von diesem Immigrationspunkt angreifen werden. Dann werden wir die auch schon mal rufen. Ja, das wissen wir. Und dann werden wir schon mal hier unsere Streitwagenkämpfer selektieren. Ja, und Tesco beginnt die Invasion. 3000 Drachmen könnten wir zahlen. Wir werden aber jetzt unsere Stadt kämpfen, verteidigen. Ja, Tesco schätzt uns weniger, das ist uns ja egal. So, da kommen schon unsere Streitwagenkämpfer. So, wo greifen die überhaupt an? Ah, hier, okay. Dann einmal ganz schnell hier rüber. Und auch ihr müsst jetzt hier rüber. So, Position beziehen hier. Warten noch ein bisschen, bis auch unser Fußvolk da ist. Oh, wir werden schon angegriffen. Wie frech. Aber wir warten trotzdem noch ein bisschen. Na. So, da ist unser Fußvolk. Dann können wir jetzt auch hier entsprechend angreifen. So, ihr könnt hier hin angreifen. So. So, ihr könnt hier angreifen. Ah, da kommt auch schon Jason. Ja, und wir haben die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Sehr gut. Allerdings haben wir auch einige Wagenlenker verloren. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. So. Und dann könnt ihr alle wieder zurück. Ja, und neue Einwohner strömen herbei. Das sichere Zeichen, dass tatsächlich der Kampf auch jetzt hier vorbei ist. So, ihr könnt jetzt alle wieder zurück. So.
Ja, und so wie es aussieht, hat das große Himmelsmonument 3 Etagen, die jetzt hier entsprechend gebaut werden. Wir könnten Atlas nochmal fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ach, er ist wirklich sehr spendabel, unser Atlas. Ja, und der Kern der 3. Etage unseres großen Himmelsmonuments ist fertiggestellt und hier beginnt jetzt die Verschalung. Wir kommen allmählich zum Abschluss dieser doch sehr umfangreichen Episode. Ja, 14 Platten, schwarze Marmor und 2 Ladungen Orchikal werden nur noch benötigt. Sie haben mich provoziert, Sie triefnasiger Trottel! Bereiten Sie sich darauf vor, mit dem Ares die Klinge zu kreuzen. Naja, und ich denke mir mal ein letztes Mal versucht Ares uns anzugreifen. Aber wie gesagt, gegen Aphrodite hat er keine Chance. Ja, und das war's für den lieben Ares. Wir können jetzt tatsächlich in Ruhe das letzte Monument fertigstellen. Ja, ich finde, wir haben eine sehr schöne, kompakte und repräsentative Stadt hier errichtet. Sehr betriebsam und ja, die Stadt Kassel hat sich auch wieder sehr gut entwickelt. Unter anderem natürlich dank unserer ganzen Münzereien. Ja, da kommen die letzten 2 Ladungen schwarzer Marmor für das große Himmelsmonument. Und mit der Fertigstellung dieses Bauwerkes können wir diese Episode endlich abschließen. Wunderbar, das letzte Monument ist fertiggestellt. Die mächtigen Pyramiden bieten einen imposanten Anblick und die Mayas sind sehr stolz darauf. Sie haben sich die Konstruktionspläne der Atlantiden bereits zu eigen gemacht, um selbst Pyramiden zu bauen. Die Mayas sind recht zufrieden mit dir und tief beeindruckt, dass du Ares und seinem garstigen Drachen trotzen konntest. Selbst jene Mayas, die anfänglich Widerstand leisteten, konnten sich für uns erwärmen und machen keinen Ärger mehr. Nun ist es an der Zeit, nach Autoch zurückzukehren und dem Volk von Atlantis von unseren Erfolgen hier zu berichten. Ja, diese doch sehr umfangreiche und bautätige Kolonie-Episode haben wir nun erfolgreich abgeschlossen. Ja, und in der nächsten Episode kehren wir zurück nach Autoch, um von unseren Erfolgen zu berichten und unsere Stadt natürlich weiter auszubauen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis zum nächsten Wiedersehen und Hören sage ich Tschüss, euer Dominus.